70 is not the nation that's there today. Die Nation, zu der ich kam, 1970, ist nicht die Nation, wie sie heute dasteht. America has changed radically and permanently. Amerika hat sich radikal und dauerhaft verwandelt. And in my opinion, there is no way back. Und gemäß meiner Auffassung gibt es keinen Weg mehr zurück. In 1947, I went to Sweden for the first time in my life. 1947 bin ich zum ersten Mal nach Schweden And I've been gereist. there many times since. Und danach bin ich oft zurückgekehrt. In 1947, Sweden was the most God-fearing nation I had ever met. 1947 war Schweden das gottesfürchtigste Land, wo ich je gewesen war. You could feel the presence of God in the streets of the cities. Man konnte die Gegenwart Gottes auf den Straßen der Stadt verspüren. And on Sunday mornings, people lined up to get into the churches. Und am Sonntagmorgen standen die Menschen in Schlange, um in die Kirchen zu gehen. In about 1980, I was back there for meetings. 1980 war ich wieder für Versammlungen dort. And a young Christian journalist interviewed me. Und dann hat mich ein junger christlicher Journalist Probably not interviewt, more than 30 years old. nicht älter als 30 Jahre alt. And when I told him my first impressions of Sweden, Und als ich ihm meine ersten Eindrücke von Schweden mitteilte, he could not believe I was describing the nation in which he had been born. da konnte er nicht glauben, dass ich die Nation beschrieb, in der er geboren worden war. This is happening all over the world. Und das geschieht überall in der Welt. Things are changing so rapidly that we hardly can keep pace with them. Die Dinge geschehen so schnell, dass wir kaum Schritt halten können. Let me say a little bit more about the wars. Ich möchte noch etwas über die Kriege sagen. Jesus said there would be nation against nation and kingdom against kingdom. Jesus sagte, es wird sich Volk wider Volk und Reich wider Reich erheben. That, I think, speaks of two kinds of wars. Ich glaube, dass es sich hier um zwei Arten von Kriegen handelt. Kingdom against kingdom would be what I would call political wars. Reich gegen Reich könnten wir die politischen Kriege nennen. And it's significant that in this century we have had two world wars. Und es ist ja bedeutsam, dass wir in diesem Jahrhundert zwei Weltkriege gehabt haben. That phrase was never used before the 20th century. Dieser Ausdruck wurde vor Beginn des 20. Jahrhunderts nie gebraucht, It never could have been used konnte nicht gebraucht werden. because the means of communication and travel did not exist to make a world war possible. Denn die Kommunikations- und Reisemöglichkeiten existierten ja nicht, um einen Weltkrieg möglich zu It machen. is one unique feature of the century in which we are living. Es ist ein einmaliges Charakteristikum dieses Jahrhunderts, in dem wir leben. But the other kind of war Jesus spoke about was nation against nation. Die anderen Art von Kriegen, die Jesus erwähnte, er sagte es so, Volk wider Volk. Now, the Greek word for nation is ethnos, Das griechische Wort für Volk ist Ethnos. from which we get the English word ethnic. Und daher bekommen wir im Englischen das Wort ethisch. You have that in German too? Ethnisch. Ethnisch. Ja, wir haben das im Deutschen auch. All right. Ja. Now, one of the features of the last 2 decades particularly is more and more ethnic wars. Einer der Charakteristika der letzten 2 Jahrzehnte ist doch, dass wir mehr und mehr ethnische, also völkische Kriege haben. Where one ethnos is against another ethnos. Wo ein Ethnos gegen ein anderes Ethnos, Volk ist. It's true in the Soviet Union. Das stimmt innerhalb der Sowjetunion, It's true in Eastern Europe. das stimmt in Osteuropa. It's one of the main features of the time in which we live. Es ist einer der Hauptcharakteristika der Zeit, in der wir heute leben. And it's going to increase. Und das wird noch zunehmen. All that are the birth pangs. All das sind die Geburtswehen. Then in verses 9 through 12, Dann in Versen 9 bis 12 Jesus gives a list of other birth pangs, gibt uns Jesus eine Liste von anderen Geburtswehen. which mainly concern Christians. Und die betreffen hauptsächlich Christen. And he says there will be worldwide persecution of Christians.
Und er deutet an, es wird hier eine weltweite Christenverfolgung And he geben. says, you will be hated by all nations. Und er sagt, ihr werdet von allen Völkern gehasst sein. Have you discovered that in your Bible? Hast du das schon mal in deiner Bibel entdeckt? It's there. Es steht da. And then he says, because of the pressures, many Christians will fall away from the Lord. Und dann steht da, dass wegen dem großen Druck viele Christen vom Herrn abfallen werden. And to protect themselves, they will betray their fellow Christians. Und um sich selber zu schützen, werden sie ihre anderen Christen verraten. Has that happened? Ist das geschehen? It certainly has. Ganz bestimmt. In China, In China, in the Soviet Union, in der Sowjetunion, and in Eastern Europe. in Osteuropa. Thank God for the Christians that remain true. Dank sei Gott für die Christen, die treu blieben. But remember, many fell away Aber ihr sollt wissen, dass auch viele abgefallen sind and betrayed their fellow Christians. und haben ihren Nachbarchristen verraten. And then Jesus says there will be a great increase of lawlessness. Und dann sagt Jesus, dass die Gesetzesverachtung überhand nehmen wird. I believe that has something that has characterized nearly the whole world today. Ich glaube, das ist etwas, was charakteristisch für die ganze Welt heutzutage ist. There's hardly a nation that has not experienced a great increase of crime. Es gibt kaum ein Volk, das nicht eine ungeheure Zunahme des Verbrechens gehabt hat. The number one murder city in the world today is Washington, D.C. Die Stadt Nummer 1, wo die meisten Morde in den USA geschehen, ist die Hauptstadt Washington. Not just in the USA, but in the world. Nicht nur in den USA, sondern in der ganzen Welt. Who could have believed that 50 years ago? Wer hätte das vor 50 Jahren glauben wollen? And then Jesus warns us as believers. Und dann warnt Jesus uns als Gläubige Because of the lawlessness all around us, wegen der Gesetzlosigkeit, die uns umgibt, the love of many Christians will grow cold. wird die Liebe vieler Christen erkalten. Is that a warning that you need? Ist das eine Warnung, die du nötig hast? Surrounded by an atmosphere of lawlessness, Du bist umgeben von einer Atmosphäre der where Gesetzlosigkeit. people don't care about laws, Die Leute kümmern sich nicht um die where Gesetze. people have no principles. Menschen haben keinerlei Prinzipien mehr. Isn't it fairly easy to let our standards down? Ist es nicht ziemlich leicht, dass wir unsere Maßstäbe dann runterlassen? And we are less totally committed than we were? Und wir sind dann weniger hingegeben als vorher? There is a strong tendency in the Western Church to try and be like the unbelievers. Es ist eine starke Haltung in der westlichen kirchlichen Welt vorhanden, dass wir uns der Welt anpassen. To minimize the differences between believers and unbelievers. Die Unterschiede zwischen den Ungläubigen und den Gläubigen einfach herunterzusetzen And to make it easy for the unbelievers just to cross over. und es für die Ungläubigen doch leicht zu machen, dass sie auf unsere Seite kommen können, Without any significant change in their hearts and lives. ohne dass es zu bedeutsamen Veränderungen in ihrem Herzen, ihrem Leben kommen müsste. I believe what is happening is this. Ich glaube, dass hier Folgendes geschieht. The church is not winning the world. Die Gemeinde Jesu ist nicht dabei, die Welt zu gewinnen. The world is winning the church. Die Welt gewinnt die Gemeinde. I've asked American Christians many times in meetings, Oft habe ich amerikanische Christen in Versammlungen gefragt, who has influenced who the most? wer hat wen am meisten beeinflusst? Has the church influenced Hollywood the most, or has Hollywood influenced the church the most? Hat die Gemeinde Jesu Hollywood am meisten beeinflusst oder Hollywood die Gemeinde Jesu? No one has ever yet told me that the church has influenced Hollywood more than Hollywood has influenced the church. Keiner in der Gemeinde konnte mir je sagen, dass die Gemeinde Jesu Hollywood mehr beeinflusst hätte als umgekehrt. The love of many is growing cold. Die Liebe vieler ist erkaltet.
Let us not point the finger at others, Wir wollen dann nicht mit dem Finger auf andere deuten, but let us ask ourselves, sondern wir wollen uns selber fragen, is my love growing cold? ist meine Liebe erkaltet? Do I love the Lord more today than I've ever loved him before? Liebe